Schönen guten Tag zusammen. Heute haben wir mal ein etwas anderes Video, beziehungsweise mal eine andere Dienstleistung, die wir an einem Fahrzeug verbringen. Also an diesem wunderschönen Audi R8 Performance, welcher letzte Woche an den Kunden ausgeliefert worden ist, ja, dürfen wir folgende Arbeiten machen. Capristo, Auspuffanlage, schon passiert, ist schon drunter. Da du ja wieder meintest, irgendwo hinzufliegen, wo du nicht hingehörst, warst du nicht da, also musst du leider die Bilder davon einspielen, die wir letzte Woche beim Aufbau gemacht haben. Dann kriegt das Software, aber wie gesagt, Standard, ne, da gibt es jetzt auch keine schwer Leistungsmessung, es gibt keine Vergleichsfahrten, das ist wie gesagt Standard und das ist auch nicht der erste R8, den Vorgänger haben wir auch schon von dem Kunden gemacht und der kriegt keine Leistungssteigerung in dem Sinne mit Prüfstand und sowas, der kriegt unsere Leistungssteigerung. Das ist auch nur nebensächlich, der hat gesagt, ja klar, wenn ich bei euch ein Auto abgebe, gibt es eine Leistungssteigerung. Aber Hauptproblem für den Kunden, dieses echt wunderschönen R8 in Rot, sind zwei Stück. Eins können wir beheben, das zweite können wir noch nicht beheben. Der Kunde hat, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, der Kunde hat Carbon-Package bestellt und hat dann irgendwo ein Kreuzchen gemacht, Carbon-Package und Black Edition oder sowas. Und er ist total traurig, dass er jetzt zum Beispiel hier Sichtcarbon hat, hier Sichtcarbon hat und hier, aber alles andere Klavierlack schwarz ist. Da muss man auch mal fragen, also der Kunde ist auf 180 oder hier, du hast hier Carbon oder wieder Klavierlack und vorne finde ich das ganz hart. Also normal bin ich ja nicht so der Typ, der mit ästhetischen Sachen zu tun hat. Hier Klavierlack, vorne schwarz, ja, und da matt. Der Kunde sagt, ich will das Auto so nicht mehr sehen. Da können wir ihm aber leider nicht helfen. Da ist er gerade mit Audi im Klären. Da siehst du noch den alten Auspuff, der ist schon, wie gesagt, raus. Wir werden jetzt neben der Leistungssteigerung, dem Auspuff, neue Sitze einbauen. Ich meine, der Kunde ist auch ein bisschen speziell, aber die mögen wir ja ganz besonders, sag ich mal. Er hat serienmäßig, komm, wir gehen mal rum. Die Jungs sind nämlich schon gerade am Arbeiten. Der hat serienmäßig diese Sitzausführung, guckst du dir mal an. Und elektrisch verstellbar, natürlich schicki hier, ne, zum Klappen. Und der Kunde sagt, hey, das ist ein Sportwagen, O-Ton, ne? Der Kunde ist natürlich hier aus der Eifel auch. Das ist ein Sportwagen und dann habe ich hier diese Priestersessel drin. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich muss sagen, wir verwenden, oder wir so Sitzumbauten und so, klar machen wir das mal mit, aber das ist auch nicht unser Hauptgeschäft, aber das ist wirklich ein sehr, sehr netter und guter Kunde und da machen wir das gerne mit. Wir haben ihn bei unserem Zulieferer Recaro, wie lange hatten die Lieferzeit, wo du gerade da bist? Offiziell 8 Wochen, es waren letzten Endes 10 Wochen. Ja, also man hat da schon Lieferzeit. Also wir haben die eigentlich schon bestellt, das Auto ist jetzt eine Woche alt. Vorher schon. Ja, ja, klar, aber schon sehr wertfrüh. Da hatte der Kunde noch das alte Modell, ne? Ja. So, und jetzt kommen diese ganz schönen Recaro, wie heißen die nochmal genau? Sportstar CS. Sportstar CS. Clubsport bestimmt soll das heißen, ne? So, die haben natürlich auch eine schöne Führung, eine seitliche Führung. Du hast ein Airbag hier drin, ne? Die sind mit Airbag. Und der Kunde erhofft sich natürlich ein deutlicheres, sportlicheres Fahren. Schon nicht so schlecht. Jetzt ist halt für uns die Aufgabe, dass wir das vernünftig eingebaut kriegen. So wie ich das verstanden habe, Christoph, gibt es nicht einen fertigen Einbausatz, ne? Nein, gibt die gar nicht. Wir müssen das jetzt da reinzaubern. Habt ihr das gehört? Dass wir wieder reinzaubern. Ja, und das ist doch mal, also wie gesagt, neben der normalen Aufgabe, wir haben gesagt, komm, was wollen wir jetzt schon wieder zeigen, wie wir eine Capristo-Auspuffanlage montieren. Ich meine, das ist immer cool, aber da habt ihr jetzt schon ein paar Mal, selbst beim R8 habt ihr das bei uns jetzt schon gesehen. Das ist mal eine Aufgabe, wo ich dich eigentlich auch mit überrascht habe heute, gesagt habe, komm, lass uns das einfach mal mitnehmen, dass wir sowas auch gerne machen. Jetzt hängen die da zu dritt im Auto, kannst du mir gerne zeigen. Es wird keine unlösbare und keine kranke Aufgabe, aber es ist mal was anderes. Also für jeden, der individuelle Recaro-Sitze haben will, kümmern wir uns auch gerne drum. Das Auto, letzter Punkt, den wir machen, also Auspuff, Leistungssteigerung, Sitze. Letzter Punkt ist, darf ich dir das mal zeigen, das kann man so vorher, nachher machen. Das Auto hat ein Sportfahrwerk, inklusive auch diese, da musst du mir jetzt noch mal helfen. Der Kunde hat bei Audi ein Gewindefahrrad gekauft.
ein Gewindefahrwerk seitens Audi bestellt. Genau, was von KW für Audi gebaut. Was von KW Automotive für Audi gebaut wird. Das ist kein Geheimnis, darüber dürfen wir sprechen. Der Kunde sagt, so fahre ich trotzdem nicht. Hinten steht er zu hoch, vorne zu niedrig. Das ist natürlich auch so ein bisschen TÜV-mäßig das Problem. Ne? Was werden wir jetzt noch machen? Wir werden auf jeden Fall vorne wieder höher holen, weil da ist er zu tief für den TÜV, weil das ist alles mit TÜV. Aber wir versuchen hinten tiefer zu kommen. Und Dafür braucht man andere Dämpfer von KW. Von KW, die man normalerweise bei KW kauft. Ja, da ist der Kunde bestimmt total amused drüber. Aber er hat gesagt, es ist mir egal, so fahre ich nicht. Also das musst du vielleicht nachher noch mal zeigen. Das Auto steht halt so wie ein Manta. Ne? Und wir wollen hinten einen Ticken tiefer, geht aber nicht mehr mit dieser Ausbaustufe. Und vorne müssen wir einen Ticken höher, weil das ist ein bisschen zu krank. Ja, ich meine, das sind Probleme, ne, Kevin, sag ich mal. Die hätte ich gerne. Aber wir versuchen, die zu lösen, so gut es geht. Und bin mal gespannt. Also ich denke, wir werden euch dann, wenn die Sitze drin sind, mal einen kleinen Porn zeigen. Wir werden euch einen kleinen Porn von dem ganzen Auto zeigen. Und ich gebe dann nochmal ein Feedback, wie viel Arbeit war es denn dann. Wir sind jetzt, sage ich mal, gut, Auspuffanlage wurde letzte Woche eingebaut. Wir sind jetzt so ungefähr seit 2 Stunden ungefähr dran. Ungefähr 2. Und ich denke mal, da gehen noch ein paar Stunden ins Land. Aber ne, wir sind ja stets motiviert. Ja, wir laufen wieder. Und die Sitze sind fertig eingebaut. Kevin, die zeige ich dir gerne mal. Hier, der Schutz mal ab. Das sind jetzt, also es sieht ja echt aus, als wären die Original da drin. Ne? So, passt echt gut, wie Recaro das da so macht. Ja, Kunde war auch schon Probesitzen und sagt, genau so hätte ich es gerne vom Original gehabt. Ja, es gibt halt schon Individualisten. Ne? Individualisten. Ich setze mich jetzt auch einfach mal rein, weil es ist schon, wie soll ich sagen, die Originalen waren auch schon sportlich, die sind halt einen Ticken sportlicher und sind halt individueller. Ne? Ja, das haben wir jetzt auch hingekriegt, das hat auch funktioniert, alles sehr, sehr gut, ohne dass man da irgendwie wirklich viel basteln musste. Es gab doch noch Sachen, die hier gepasst haben, ohne dass man es hätte gewusst. Dann haben wir das Auto vermessen, Radlast gemacht und noch mal ein bisschen, habt ihr ja mitbekommen, es war ja ein bisschen tief und ein bisschen hoch. Jetzt ist aber der Fall, dass wir haben bei KW, das ist ja von Audi so ein Sportfahrwerk, was aber von KW ist. Aber das kaufst du als Audi-Partner direkt über Audi. Ja? Gibt's ja. KW ist ja OEM-Auslieferer auch. Und jetzt möchte der Kunde aber trotzdem, also wir haben jetzt das Niveau angepasst und vermessen. So, jetzt fährt der Kunde erstmal, weil Lieferzeit, 3 Wochen, 4 Wochen. Und dann werden wir hinten Feder und Federteller nochmal tauschen, von KW direkt. Und kommen damit nochmal ein Ticken tiefer, ein bisschen. Und dann können wir vorne auch wieder angleichen. Aber jetzt sieht das erstmal wieder, kann man ja, oder zeigst du am besten mal in Ruhe. Ne? Also jetzt sieht das ja nicht mehr so aus nach Manta. Und dem Kunden ist es aber noch zu hoch, grundsätzlich. Ja? Gut, muss man akzeptieren. Ne? Jetzt habe ich mir einen Splitter hier irgendwo her eingefangen. Kannst du mir sagen, wo der herkommt? Kevin. Und sonst? Das war jetzt kein Mega-Umbau, sage ich mal. Ne? Aber trotzdem, sowas machen wir auch. Das ist ein schönes Auto. In diesem Sinne, machst du noch ein bisschen Carpörnchen, ne? Ja. Und ich habe Wochenende. Sehr gut. Danke und bis zum nächsten Mal.